Nun, wir befinden sich nun in Scotland Yard von England. Holmes? Mr. Holmes, Mr. Holmes. Wie ist mir das angegangen? Mr. Holmes. Ah, Spaß jetzt. Mr. Holmes. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Ja, er wurde in den Verhörraum gebracht, faktisch. Ja, da kann man sich das Ganze dann auch mal anschauen, aber leider Gottes hat man da nicht sehr viele Möglichkeiten da in den Scotland Yard. Mr. Holmes, Mr. Holmes? Mr. Holmes. Gut. Aber zuerst werden wir seine Habseligkeiten einmal anschauen. Da ist der Ding drinnen, der Inspektor, glaube ich. Glaube ich halt. Staff Room, okay. Da ist das dann drinnen. Immer die Habseligkeiten von den Leuten. Die Habseligkeiten. Also Negligence Gegenstände, wenn wir sie jetzt einmal untersuchen. Mr. Holmes. Mr. Holmes. Ja, wenn wir das Notizblock. Abkürzungen. These abbreviations mean something, but what? Mr. Holmes. These abbreviations mean something, but what? Das wissen wir leider noch nicht, was das heißt. Taschenmesser. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Taschentuch. A handkerchief with the initials JHN. Frau, was hat er jetzt gesagt? A handkerchief with the initials JHN. JLN. Ja, das ist also wieder drehen ein bisschen. Und da steht irgendeine Initialen da drinnen. Oder Gravur. R. Dawson. From R. Dawson. To my friend To my friend and partner. and partner. 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Okay. Da leuchtet viel auf. Aha, da kann man dann. Ah, das sind dann die Orte, was ich gemeint habe. Da kann man dann hin und her wandern. Auf der Karten. Ein schwerer goldener Ring mit der Gravur von R. Dawson für meinen Freund und Partner 1886. Ja, das kann man auch erfragen. Das müssen wir dann auch erfragen und im Archiv nachschauen. Jetzt haben wir da noch Dokumente. Empfang. Da kann man das wie gesagt nachlesen. Souvenirs. Echos. Personen. Ja, das sind aber nicht viel. Untersuchung abgeschlossen, das heißt. Also das heißt faktisch, der Ring wurde von jemandem namens R. Dawson 1883 an einen Freund und Partner verschenkt. Holmes steckt ihn ein, also hat ihn eingesteckt. Und ja, jetzt gehen wir dann in den Verhörraum. Der ist meistens da hinten. Da sind zwei Türen,
glaube, da kann man auch reingehen oder abgeschlossen. Ja. Da kann man. Achso, ja, da geht's dann in die Leichenhalle. Leichenhalle. Da ist der Weg dann zur Leichenhalle oben. Und da ist dann das Verhörraumzimmer. Da ist eigentlich da ist der Verhörraum und da ist dann das Gefängnis. Dieser alte Mann, der sitzt im ganzen Spiel, der hat überhaupt nichts zu tun. Das ist Hannibal Lecter, wahrscheinlich. Keine Ahnung, wer das ist, aber das ist jetzt einmal der Verdächtige, da ist der Verdächtigungsraum oder der Verhörraum. Wenn wir mal in den Verhörraum gehen. Und werden wir nochmal abtasten, den Herrn. Da werden wir den Herrn einmal abtasten. Gleich mal die schäbige Mütze hat er. Hat er noch. Aber da Flicken. Warte mal, Flicken haben wir schon. Da ist ja einiges, das heißt, den Knopf. So noch Hornhaut oder Narben oder dünner Hals oder was hat er noch? Da mal mit, das ist so nicht Narben. Gehen wir nochmal systematisch Flicken. Was war das jetzt? Ein teurer Stoff oder genau? Teurer Stoff oder? Gehen wir es nochmal systematisch und da sind die kurzen Ärmel. Jawohl. Das soll halt bei den Leuten, soll halt bei Möglichkeit nicht überspringen. Das könnte sein, dass euch das dann bei der Herleitung, also bei der Gedankenleitung fehlen könnte. Also das würde ich vielleicht nicht so machen. Da müsst ihr euch leider Gottes schon ein bisschen Zeit lassen. Notizblock. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Matrosenmesser. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Goldring. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. So, jetzt ist wieder das zu beweisen ist. Das heißt, der Goldring ist von R. Davison, das heißt, Ring mit Gravur, also du hast das, eben die Beweislage. Das heißt, wie ich jetzt wieder auf das komme, also das ist Ring mit Gravur. Und zwar ganz einfach, der John Nelligan hat das von seinem Vater bekommen. Das heißt also 1883 John Nelligan trägt eine teure, aber zurissene kleine Jacke, die zu ihrem Ahnen gehört haben, höchstwahrscheinlich seinem Vater. Ja. Ich meine, man muss natürlich jetzt ein bisschen um die Ecke auch denken. Das heißt,
Wir haben da, Nelligan ist ungefähr 19 Jahre alt. Ja, er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf, aber nach dem Verschwinden seines Vaters vor 10 Jahren verfielen er und seine Familie in Armut. Er verdiente sich einen Lebensunterhalt mit Putzen und Fischen, obwohl er recht lange solche körperliche Arbeiten verrichten musste, ist schon ziemlich schwach gebaut. Jetzt muss man ein bisschen um die Ecke denken, das heißt, da steht Profil des Vaters, Jacke des Vaters, Ring mit Gravur, scharfes Messer und Tabakbeutel. Das Profil des Vaters wird nicht ganz, Profil des Opfers wird nicht ganz passen, die Jacke auch nicht. Also kann es nur eigentlich der Ring sein. Das heißt, Ring mit Gravur, The ring's date of engraving is many 1883 years ago. nämlich. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Wem gehört der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Der gepflegte Garten ist ein Schwachsinn. Ja. Ring mit Gravur ist jetzt weg und die Jacke des Vaters. Ja. Ja, das heißt, faktisch, nachdem sein Vater die Familie verlassen hat, musste John Geld mit der Fischerei verdienen. Er trägt nun die Sachen von seinem Vater. Ja. Er hat aber wahrscheinlich in der Jacke dann irgendwann einmal den Ring gefunden. Ja. Das ist jetzt ein bisschen Jacke des Vaters gefunden. Jacke des Vaters ist einmal richtig. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man Ja, of das- exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Ja, Sherlock Holmes. I will see you soon, young man. Please let me go. I'm innocent. Monsieur Sherlock Holmes hat es wieder mit Bravour, sage ich immer, schon gesagt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gutes, bis zum nächsten Video. Gutes. Tschüssi. Ciao.